Gut, Veronika, dann erzähl doch mal, als wir uns kennengelernt haben, was war denn so deine Situation bezüglich Deutsch? Also welches Niveau hattest du? Wie hattest du vorher Deutsch gelernt? So, ich habe lange Arbeit gesucht und konnte nicht finden. Deswegen habe ich mich entschieden, wieder zu studieren anfangen und als Werkstudentin zu arbeiten. Und ich brauchte DSH-Prüfung, aber ich hatte immer Probleme. Zum ersten, es war Prüfungsangst, dass ich immer von zweiten Mal Prüfungen so bestanden habe. Oder auch ich habe jedes so Niveau B1, B2 und C1 zweimal wiederholt. Ich bin nicht so begabt in Sprachen. Und es war 1,5 Monate vor der Prüfung und du hast sofort für mich Zeit gefunden. Ich denke, 4 Stunden die Woche haben wir oder Mindestens, 3. ja, wir Ja, haben viel, sehr intensiv gelernt, weil du so wenig Zeit hattest. Das war genau so ein sehr ja. intensiver Kurs, ja, genau. Und was hat mir gefallen? Ich habe immer Angst, also, oder ich mag nicht schreiben. Einfach nicht Angst. Ich antworte immer kurz meine Freunde auf alle Sprachen. Und Brief musste schon groß sein für Prüfung. Und dass du das sofort verstanden hast. Und wenn du mir Aufgaben gegeben hast und ich musste einen Brief schreiben und ich habe die lange nicht zurückgeschickt, so zum Prüfen, du hast mir immer gesagt, okay, Veronika, schreib 10 Sätze lang. Und es ist wichtig, man muss anfangen Ja. zu schreiben. Und so habe ich gelernt, so auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Ja, und ich habe Prüfung bestanden und studiere ich jetzt. Und das ist schon so, seitdem ich dich kennengelernt habe, bin ich sehr erfolgreich Es war natürlich nicht geworden. alles mein Verdienst, aber die DSH-Prüfung auf jeden Fall, das war schon sehr intensiv, die Vorbereitung. Wir haben ja auch für die Sprechprüfung viel geübt. Das war ja die zweite Schwierigkeit. Erinnerst du dich noch daran, was da deine Schwierigkeit war und wie die Prüfung gelaufen ist? Also bei mündlicher Prüfung, wenn ich nervös habe, ich finde keine Worte. Zum Beispiel bei mir diese, wie heißt das richtig? Ich kann so Lese verstehen, Fragen antworten, Hör verstehen sehr gut und ich habe viele Punkte dort auch so genommen. Aber beim Sprachprüfungen habe ich, es ist meistens, was habe ich schlecht gemacht sozusagen. Mhm. Ja, und was hat mir gefallen, das haben wir geübt, dieses Schema und ja, richtige so Sprachwendungen, die du überall setzen kannst. Du musst einfach das lernen und das ist schon eine Struktur, wo kannst du genug schon erzählen. Du musst einfach diese Thema dort einsetzen und das passt für jede so Frage sozusagen. Das hilft vor allen Dingen bei Nervosität. Das ist Ja. ein großer Punkt, weil dann hast du schon diese Struktur im Kopf und kannst, wie du sagst, dann das jeweils einsetzen, was das Thema ist. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, so, du hast solche Charakter, du gibst so, du öffnest Leute mehr, so, und gibt es keine Barriere zum Beispiel. Und dann, ich habe so einfach auf mich geglaubt dann, weil du gibst auch so Mühe, du bist nicht nur Lehrerin, auch Coach, so, du lernst auch zum Beispiel jetzt, wenn ich antworte unsicher und du sagst mir und ich weiß, ja, es ist sehr oft zum Beispiel beim Reden, man muss sicher antworten. Es ist ein ganz anderer Eindruck dann Ja. von Leuten auch. Und ich bekomme letzte Zeit auch so mehr Komplimente, dass alle wundern sich, dass ich so nicht so lange hier wohne und schon so gut Deutsch rede. Mhm. Ja, weil ich habe selber auf mich geglaubt, sozusagen.
Ja, das stimmt. Das ist auch immer ein großer Teil von der Prüfungsvorbereitung, ist Motivationstraining. Das ist, Weil viele ja. zum Beispiel, wenn du Hausaufgaben machst oder so, du denkst, alle möchten keine Fehler machen oder schon Ergebnisse bekommen, dass sie besser geworden sind. Und es ist jedes Mal Hausaufgabe abgeben, es ist schon ein bisschen Stress. Du denkst, oh, richtig oder nicht. Aber wie du dann welche Tipps gibst du dann und wie? Es ist auch sehr wichtig für Leute, wie die dann später bearbeiten, deine Feedback zum Beispiel. Ich finde so, weil in anderen Ländern, zum Beispiel so in meinem Land, Lehrerin war immer so mit Druck uns gelernt und du denkst, du hast immer Angst, Fehler zu machen. Aber du lernst diese Fehler als so nächsten Schritt zu benutzen, nicht als sich zu Ja. sozusagen, Nicht, ja, man darf es nicht persönlich nehmen oder als Bewertung von dir, sondern genau, um daraus zu lernen. Also, dass Fehler ja. wirklich ein Mittel zum Zweck sind. Ja, Und ich genau. finde, das mir hat auch sehr Ja, geholfen. ja, ja, das Ja. stimmt. Ich versuche meinen Schülern auch immer zu erklären, weil ich habe oft das Problem, dass Schüler so Google Translate Aufgaben abgeben beim Mhm. Schreiben. Ja, da sage ich immer, jeden Fehler, den du machst, ist ein Fehler, den ich dir erklären kann, den du danach nicht mehr machst. Ja, also ich finde es super, wenn Schüler einen Text mit vielen Fehlern schreiben, weil dann haben sie viel, was sie verbessern können. Das ist, ja, also ich sehe das als was absolut Positives und genau das stimmt. Ist auch nicht überall so. Ja. Und ich finde, in dieser kurzen Zeit, 1,5 Monate, das ist schon sehr kurzfristig. Und ich habe mich erinnert, beim ersten, unsere Stunde, du hast gesagt, ich verspreche Ja, dir nicht, ja, dass wir es schaffen. Aber ich bin zum Prüfung echt sicher gegangen, mit, ja, so selbstbewusst sozusagen. Ja, ja, du hast dich auch wir haben extrem, gut ja, gearbeitet. also du hast dich extrem verbessert in der kurzen Zeit, vor allen Dingen im Schriftlichen. Das war ja unser Hauptfokus, das Schreiben. Und das war schon, also genau, ich habe dir ja am Anfang ganz ehrlich gesagt, ich kann bei so einer kurzen Zeitspanne, aber ich tue mein Bestes und du hast auch dein Bestes getan und dann hat es tatsächlich geklappt. Ja, also dein Fortschritt beim Schreiben war extrem groß. Das war schon wirklich Ja. sehr, sehr gut und sehr, sehr krass. Der Unterschied vom ersten zum letzten Text nach der kurzen Zeit, das war schon. Kannst du schon ein bisschen dir selbst auf die Schulter klopfen? Genau. Sehr Und das schön. ist für dich, für mich so, für dich. Sehr schön, danke schön.